Hi, ich habe eine Meise. Meine Frau auch. Und die werden auch gut gepflegt. Willkommen bei Toolsinnig. Das letzte Mal, als es so kalt wurde, sind allerdings selbst die Fettfutterknödel komplett durchgefroren. Mal sehen, ob loses Futter in einem Futterhäuschen den kommenden frostigen Böen besser standhält. Neben einigen Generationen der Meisen nisten bei uns auch Amseln, Schwalben und Hausrotschwänzchen. Nicht immer dort, wo ich Nistgelegenheiten gebastelt habe, aber die sagen mir ja auch nicht, wo ich meine Eier hinlegen soll. Also so gesehen ist das nur fair. Natürlich baue ich das Futterhäuschen wieder aus Resten, Zeugs, das ich nicht weggeworfen habe und ohne Plan. Ich hoffe, ich kann mit ein paar schönen Aufnahmen einfangen, ob es auch angenommen wird. Eigentlich wollte ich dir ein anderes Projekt vorstellen, aber ich bekomme meine Werkstatt im Moment kaum über 3 bis 5 Grad geheizt. Mehrere Stunden darin arbeiten ist mir kaum möglich. Das ist schade, lässt sich aber leider nicht auf die Schnelle ändern. Es ist, wie es ist. Immerhin habe ich nun endlich das letzte Puzzlestück für das kommende Projekt gefunden und bestellen können. Ich hoffe, es kommt bald an und ich bekomme dann die Temperatur in der Werkstatt auch besser unter Kontrolle. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und wenn du das nicht verpassen willst, erinnert dich ein Abo und die Glocke bei der Veröffentlichung daran. Immerhin kann ich die Situation nutzen, um meinen Gartengästen die Kältewelle vielleicht etwas erträglicher zu machen und zu zeigen, dass es oft nicht viel braucht, um etwas zu bewirken. Die verwendeten Materialien sind ein Stück dünnes MDF, nicht ideal, wenn es um Kälte oder Feuchtigkeit geht, aber schnell ist mir gerade wichtiger als lange haltbar. In der Regel müssen wir auch im Winter nicht viel zufüttern, weil in unserem Garten auch immer einiges ausblühen und Samen werfen darf, die dann gerne aufgepickt werden. Das Dach wird mit einem Rest beklebt, mit dem ich den Übergang von Wand zu Vordach abgedichtet habe. Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau heißt. Wenn du es weißt, schreib's gerne in die Kommentare. Der Napf war ziemlich sicher schon mal als Futterhaus oder ähnliches im Einsatz, den habe ich ganz hinten im Schuppen gefunden und aufgehoben. Sowas ist genau der Grund, warum ich so ungern ausmiste.
Leider konnte ich nicht auf Film festhalten, ob die Vögel das Häuschen schon gefunden und angenommen haben. Ich habe in den letzten Tagen auch kaum welche gesehen und wenn ich sie mal gehört habe, war ich wohl nicht schnell genug, um zumindest mal ein Foto zu machen. Sollte ich noch die Gelegenheit für ein paar Fotos bekommen, poste ich sie in meinem Community-Bereich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.